Oh mein Gott. Norwegen ist für uns, glaube ich, ein richtig schwieriges Land. Ist Norwegen sehr anstrengend. Ich glaube, wir könnten es nochmal mehr oder anders genießen, wenn wir jetzt frei hätten. Das ist, weiß ich nicht, schon krass. Ich hätte es nicht so krass gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass uns Norwegen so flashen wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen aus einem neuen Land. Wir haben uns über die Grenze gewagt. Wir sind in Norwegen. Wieso, weshalb, auch warum, erklären wir euch ein bisschen später. Wir befinden uns jetzt in Trondheim und schauen uns das jetzt mal an. Und ja, weiß ich nicht. Endlich mal wieder eine Stadt, also eine richtige Stadt. Hat man schon lange nicht mehr. Ich glaube, die letzte Großstadt war Kopenhagen. Schweden hat man eher nur so kleinere Städte, aber auch nicht so richtig angeguckt. Jetzt haben wir mal wieder Lust auf eine Stadt und gucken uns das hier an. Das soll richtig schön sein. So, das war's auch schon wieder mit Trondheim. Schicke kleine Stadt, oder? Kann man sich sehr gut mal für so ein paar Stündchen anschauen, vor allem wenn man in der Nähe ist. Ja, also einen riesen Umweg würde ich deswegen jetzt nicht fahren, glaube ich. Aber ist schon schick, kann man sich mal angucken. Ja, warum haben wir jetzt Schweden verlassen eigentlich? Ja, warum? Gute Frage. Nicht, weil es uns nicht gefallen hat, aber vielmehr, weil wir gesagt haben, wir sind so nah an der norwegischen Grenze. Komm, wir schauen uns das doch einfach mal an. Soll aber gar nicht der Hauptfokus unseres diesjährigen Sommers sein, sondern ein kleiner Ausflug quasi. Mal gucken, was wir uns anschauen, worauf wir Lust haben oder wie schnell wir auch nach Schweden zurückfahren. Wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Wir werden aber, dafür können wir schon mal verraten, die Lofoten nicht mitnehmen, was eigentlich der Hauptgrund ist von 99% der Menschen, die nach Norwegen kommen, Ja, würde ich mal behaupten. plus Fjorde dann. Ja, wieso, weshalb, warum? Mach das Erklären nicht wir euch immer. später. Nein, Schatz, bitte. Nein, okay, wir erklären es euch jetzt schon. Es ist einfach übertrieben voll. Also es fahren so viele Leute hin und wir haben schon gehört, dass es gerade mit einem großen Van relativ schwierig dann ist, eine Parkmöglichkeit und so weiter zu finden. Und wir haben da echt keinen Bock drauf, obwohl es natürlich wunderschön sein soll. Und die Bilder haben uns auch schon überzeugt.
Aber es läuft uns ja nicht weg. Es läuft uns nicht weg. Wir werden das irgendwann anders mal machen. Wir machen jetzt eine andere Tour und gehen sozusagen entgegen der ganzen Touri und vor allem deutschen Camperströme entgegen und fahren eher Richtung Süden. Guten Morgen von uns beiden vom nächsten Stellplatz aus Norwegen. Wir sind schon auf Beerensuche. Beeren mit Doppel-E. Also die essbaren Beeren. Wir haben noch kein Glück. Ja, weil ich habe vorhin eine Family gesehen, die mit so einem Beerenkamm hier in den Wald gegangen sind. Und da dachte ich so, ja, dann gibt es hier bestimmt Beeren. Ich habe extra mal eine Tupperdose dabei. Aber bisher habe ich noch keine gefunden. We got plenty of time. Begin it easy, won't cost you a dime. Throw another log onto the fire. Because it's a beautiful day. Wetter ist heute leider wieder Skandinavien-like, so wie wir es in den letzten Wochen erleben durften. Vielleicht gehen wir hier rein. Ah, okay. Das sieht gut aus. Das Wetter ist leider Skandinavien-like. Wir müssen erstmal gucken, wo wir nachher hinfahren und was wir uns dieses Wochenende anschauen möchten. Ja, die waren mit ihrem Kercher vorhin hier schon hier. Ja, Kommt zu spät. ja, wobei, Ein paar sind da. ein paar sind schon da. Da schlägt mein Blaubeerherz höher. Hier einmal unten lang gehen und dann kommen wir wieder auf den Hauptweg. Also ich habe die, da gibt es noch einen deutschen Namen für, aber man nennt die wohl auch Cloudberries, weil die ja so ein bisschen, ja, wie so kleine Wolken aussehen. Oder Nordic Berries habe ich auch gefunden, also es gibt verschiedene Namen. Und wir dachten anfangs, dass man die nicht essen kann und ich habe es dann aber nachgelesen und die schmecken wohl wie so Aprikose, also so ein bisschen in die Richtung. Und ich dachte, die sind reif, wenn die so richtig pink sind. Aber je heller, also die müssen eher so dieses Pfirsichfarbene auch haben. Und es riecht auch ein bisschen wie Pfirsich. Krass. Es riecht wie Pfirsich. Riech mal an dem Orangenen oben. Da kommt der Saft so raus. Oh ja, Vorsicht. Das ist auch interessant, weil das Orangene dann, das Reife, das ist dann auch ganz weich und die andere Seite ist halt total hart. Schade, die meisten sind aber tatsächlich noch pink. Also entweder sind hier schon die meisten abgeerntet oder die haben ihre Zeit dann vielleicht auch erst im August. Ja, cool. So, zurück von unserer Beerensammelaktion. Waren echt erfolgreich. Richtig krass. Waren Ja. echt jetzt richtig viele Blaubeeren und auch ein paar Cloudberries. Wolkenbeeren. Auf Deutsch. Ich glaube, die gibt es in Deutschland gar nicht. Habe ich noch nie so gesehen. Ich auch nicht. Norwegen ist für uns, glaube ich, ein richtig schwieriges Land, weil man sich irgendwie einen Plan machen muss. Und wir sind keine Planmenschen. Wir haben auf unserer Karte, auf unserer Google Maps Karte echt ein paar Sachen markiert. Es ist aber echt schwierig für uns jetzt eine Entscheidung zu treffen, weil man sich direkt irgendwie vornherein Gedanken machen muss und auch wirklich zielstrebig dahin fahren muss, weil die Strecken relativ lang sind und dann halt so Späße kommen wie Fähren und so weiter.
und wir nicht einfach hin und her gurken können, weil dann ist das einfach die reinste Zeitverschwendung. Das heißt, wir müssen eigentlich vorher schon die nächsten 1,5, 2 Wochen jetzt irgendwie abchecken. Gute Plan, ja. Das ist auch ich habe jetzt mit einigen gesprochen, die auch durch Norwegen gereist sind oder aktuell auch hier sind. Und die wissen auch immer schon ganz genau ihre Route und was sie alles sehen wollen. Und das wissen wir noch gar nicht so richtig. Wir müssen jetzt für uns wahrscheinlich einfach eine Entscheidung treffen, was wollen wir mitnehmen und was wollen wir auslassen und fürs nächste Mal aufsparen. Ja, also ganz klar ist, wir werden nicht alles schaffen. Dafür fehlt uns einfach die Zeit. Und die Distanzen, die bei Google angegeben sind, die sind einfach komplett falsch, weil man einfach immer länger braucht. Das sagt jeder. Also kannst du immer mal 50% der Zeit noch draufrechnen. Das heißt, man gurkt in Norwegen echt noch mal gefühlt länger rum als in Schweden schon. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir machen. Kurzer Zwischenstopp. Wir haben richtig Hunger. Wir fahren jetzt schon 2 Stunden in etwa. Es sieht sehr schön aus. Ja, schon sehr schön. Die Landschaft ist schon sehr schön. Ein bisschen schwieriger alles mit Stellplätzen oder mit Plätzen, wo man mal sein Auto hinstellen kann. Irgendwie ist alles ein bisschen enger. Die Straßen sind alle ein bisschen schmaler. Aber jetzt gibt es erstmal was zu essen. Hat sich Krabbensalat gewünscht. Das ist norwegisch anscheinend. Naja, ich glaube halt, ja. Zumindest habe ich das in Deutschland noch nicht gesehen. Vesperpause. Guten Appetit. Kennst du mich hier beim Saubermachen? Ja. Also eine mobile Küche hat auch echt Vorteile. Voll. Muss man nicht ganz so oft bei McDonald's und Co. anhalten. Kannst du noch den Obstkorb in die Spüle stellen? Bitte? Danke. Und die Wasserpumpe ausmachen. Ich glaube, die ist noch an. Brillenwechsel. Ja. Ist okay? Schließen wir den Morgen. Die schließen sowas von immer an. Wir wollen eigentlich nur noch ankommen jetzt.
Das Navi sagt eine Stunde. Man muss sagen, die Natur ist echt beeindruckend schön. Also es ging vorhin nur die ganze Zeit so, guck mal da noch ein Wasserfall. Und ich hätte auch theoretisch die ganze Fahrt einfach nur nach draußen filmen können. Dann hättet ihr euch jetzt hier 2 Stunden Norwegens Landschaft aus Pablo raus anschauen können. Ja. Es ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Die Strecken ziehen sich extrem, das muss man auch sagen, weil man natürlich immer nur so 60 fahren kann. Aber man ist schon überwältigt von der Natur und es ist, was wir vorhin auch gesagt haben, so komplett andere Natur als in Schweden. Ja, das ist wirklich sieht komplett anders aus. Man kommt von einem Fjord zum nächsten eigentlich. Also die Ecke ist jetzt hier wirklich heftig. Also wir haben uns natürlich das auch ausgesucht, was typisch für Norwegen ist. Und das sind nun mal Fjorde. Und hier kommt einfach einer nach dem anderen. Ja. Und das kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Es ist schön nebelbehangen. Das sieht, ich finde, immer richtig schön aus. Man sieht halt einen Ticken weniger, aber es hat irgendwie so was Mystisches. Das ist schon ganz cool. So, wir versuchen jetzt noch heute die letzte Etappe zu schaffen und dass wir heute noch ein bisschen rauskommen, weil wir haben echt Bewegungsmangel die letzten Tage. Und hoffen, dass das Wetter jetzt ein bisschen stabil bleibt. Sagte er, während es sich schon wieder zuzieht. Ja, also. Eigentlich wollten wir jetzt hier vor dem Trollstigen, das ist so eine Serpentinenstraße, jetzt für heute Schluss machen, weil es ist schon relativ spät, auch wenn es nicht danach aussieht. Es ist schon um 8 und wir sind schon über 6 Stunden gefahren und ich bin schon ziemlich am Arsch. Aber weil jetzt hier wirklich alle Plätze belegt sind und voll ist und wir keine Alternative haben, fahren wir jetzt auf den Trollstigen hoch und schlafen heute oben auf dem Gipfel der Serpentinenstraße, auf dieser Passstraße sozusagen. Und bitten drum, dass da oben auch noch ein Platz frei ist, weil ich habe keinen Bock, dann wieder die andere Seite runterzufahren heute. Das wäre irgendwie nicht so cool. Google sagt jetzt 10, 15 Minuten, 20 Minuten, aber ja. Da sind aber viele Viewpoints. Ja, also wir werden auf jeden Fall ein bisschen länger brauchen. Ich bin mal gespannt. Die Aussicht ist heute nicht ganz so geil, ob wir überhaupt was sehen und hoffen, dass wir das dann morgen machen können. Naja, jetzt lasst uns mal losfahren. Bringt nix. Da geht's gleich für uns hoch. Also es ist wirklich beeindruckend, muss man schon sagen. Hier diese Felsformation, überall kleine, größere Wasserfälle. Es ist wirklich traumhaft, die Natur. Also ich kann schon verstehen, warum hier sehr, sehr viele Camper und Nicht-Camper hinfahren. Bereit? Yes, los geht's. Da sieht man schon, da geht's hoch. Da kommt uns ein Camper entgegen. Das ist gar nicht, also ich finde es richtig beeindruckend. Also absolut krass. Richtig heftig. Muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht vom Auto überfahren wird, wenn man die Natur hier so bewundert und hier natürlich noch Autos hoch wollen. Aber dass hier allein schon Aussichtspunkte nochmal auf dem Weg sind, ist schon heftig. Ne? Ja,
Vor allem, du hast einfach überall Wasser und Ja. dieser Blick da runter ist Du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. atemberaubend. Also wirklich. Das ist mal Kochen mit einer View. Ja. Zumindest wenn ich mich bücke. Aber ja, es ist ein spektakulärer Stellplatz. Wir stehen jetzt hier eigentlich genau auf dem Besucherparkplatz des Infozentrums des Trollstigen. Wir werden nachher, wenn die anderen Autos weg sind, auch nochmal zu dieser Aussichtsplattform gehen. Jetzt kochen wir aber erstmal. Fabi hat sich heute Reisbowl mit Tofu, Champignons und asiatischem Gurkensalat gewünscht. Und ich will heute unbedingt noch einen Blaubeerkuchen backen, damit wir morgen schön Fika mit Blaubeerkuchen machen können. Ich weiß gar nicht, ob es Fika in Norwegen auch gibt, aber in Schweden. So, die Zeit ist gekommen, dass wir so eine Cloudberry probieren. Lecker. Lecker. Jetzt bist du dran. Schmeckt nach Pfirsich. Jetzt bist du dran. Ich verrate noch nichts. Das ist Natur. Das will ich nicht. Die sind nicht im Supermarkt gekauft. Es kann sein, dass da noch was da dran ist. Fuchsbandwurm. Nicht so mein Fall. Nicht so mein Fall. Schmeckt irgendwie fischig. Vielleicht war die schlecht. Vielleicht war die schlecht. Okay. Also meine war nicht so gut, muss ich sagen. Na gut. Dann hoffen wir mal, dass der Blaubeerkuchen besser wird. Blaubeeren sind schon im Wasserbad. Tada! Mein neues Lieblingsessen. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Mir fehlt eine Gabel. So, jetzt gucken wir uns das mal noch ganz in Ruhe an hier, würde ich sagen. Das ist so ein Luxus und so ein Privileg, dessen wir uns sehr, sehr, sehr bewusst sind. Einfach mal nach dem Abendessen noch rauszugehen und hier zu stehen. Also Ja. jedes Mal wieder. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich das auch immer wieder bewusst macht. Das ist schon ein richtig dass das krasses ein Privileg. riesen Privileg ist. Ja, wir hatten gerade noch einen Bericht gesehen über den Trollstigen und der hat erst letztes Jahr irgendwie im Juni aufgemacht. Also wahrscheinlich macht er jedes Jahr so im Juni auf. Und das ist richtig aufwendig, die Straße hier vorzubereiten, weil hier einfach alles voll ist mit Schnee. Und vor allem Schnee Und dann wirklich 3 Meter hoch. musst du dich hier mit der Schneefräse durchfräsen. Und auch das Touristenzentrum, das wir jetzt gleich sehen werden, das hat richtig gelitten durch war- eine Lawine ja, dieses genau. Jahr. Oder Letztes Jahr. Ja. Also hier ist die Lawine reingerauscht. Das war alles unter Schnee. Wahrscheinlich von da und dann hinten rein, ja. Ja, Aber es ist ja immer noch nicht eröffnet auch. Guck mal. ja stimmt. Ah, dann war das wirklich dem letztes. Ah, guck mal da, die Scheibe. Ach krass, da sieht man es, ja. Ey, das ist schon geil gemacht. irgendwie. Ja, ist richtig schön gemacht.
Ist das so mutig? Richtig mutig. Ja, geht schon ein bisschen runter, aber trotzdem beeindruckend. Großer Tipp an alle, die hier mal mit dem Camper herkommen. Geht hier dann erst am Abend zu den Aussichtsplattformen. Man hat sie fast für sich alleine und ich glaube, morgen am Tag wird es hier rappelvoll sein. Aber auch mit den Wolken abpassen am besten, weil jetzt sieht man noch nichts mehr. Ja klar, jetzt sieht man wenig. Wir hatten echt gerade noch Glück. Aber das ist natürlich richtig cool, wenn man das so ein bisschen gegensteuern kann. Wir haben heute noch nicht genug gemacht. Meine liebe Frau meint jetzt noch um 11 Uhr abends einen Kuchen backen zu müssen. Ja, und ich weiß auch, wer sich morgen da als erstes drüber freut. Ja, ist schon klar, dass ich mich darüber freue, aber... Ja, aber guck, mach doch mal bitte, es ist 11 Uhr abends und mach mal doch bitte auf. Ja gut, das verfälscht hier. Jetzt sieht es noch dunkler aus. Also das ist jetzt 11 Uhr abends. Wenn die Wolke nicht wäre, wäre es noch relativ hell. So, was gibt's nochmal heute? Es gibt einen Rührkuchen mit unseren frisch gepflückten Blaubeeren. Und weil ich kein gutes Rezept gefunden habe, backe ich einfach eine Freischnauze. So, ich hoffe, ich habe alle Blätter rausgesucht. Mit Liebe gepflückt. So. Bereit für den Omnia. Also nicht abgesprochen. Jetzt kommt der beste Moment. Guten Morgen! Ist das nicht eine wunderschöne Aussicht, die wir hier heute früh direkt haben? Ich kann euch sagen, das Wasser ist eisekalt. Ich bin gestern mal runter und habe mal gefühlt. Es ist traumhaft schön. Es ist bestimmt gut, um hier Kneipen zu gehen. Gut für die Durchblutung. Wir werden uns jetzt einen Kaffee machen und diesen Kaffee genau dort unten zu uns einnehmen. Ich habe eben auch schon mal nach dem Blaubeerkuchen geguckt, der ist sehr gut geworden. Da freue ich mich schon, wenn wir nachher irgendwo Pause machen und uns einen Blaubeerkuchen mit frisch gepflückten Blaubeeren schmecken lassen. Aber ihr dürft jetzt erstmal noch diese wunderschöne Aussicht genießen.
Wir beide frühstücken jetzt noch was, bevor wir zur nächsten großen Attraktion in Norwegen fahren. Und ich kann euch nur empfehlen, oder wir beide können euch nur empfehlen, ich war jetzt gerade noch mal auf dem Steg hier am Trollstigen und wirklich, nehmt unseren Tipp ernst, kommt hier abends hin, übernachtet hier, falls ihr einen Camper habt. Es ist so viel cooler, abends alleine hier zu sein, als jetzt aktuell zwischen Hunderten von Touristen. Das ist wirklich eine ganz andere Erfahrung und macht eigentlich die Attraktion hier, die wirklich toll ist, ja, ein bisschen kaputt, weil es relativ eng alles ist und jetzt einfach so viele Leute da sind, dass es einfach fast gar keinen Spaß mehr macht. Also es ist wirklich eine ganz andere Erfahrung. Gestern Abend war es mystisch und toll und atemberaubend und jetzt ist es einfach nur eine x-beliebige Attraktion, würde ich sagen. Für Fabi Team herzhaft am Morgen und ich bin ganz klar Team süß. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr beim Frühstück Team herzhaft oder Team süß seid. Wir sagen wieder kalt. Nee, geht. Der andere war viel kälter. Ja, der ist auch flach hier. Ja, genau. Wir sind echt keine 5 Meter gefahren, also irgendwie 5 Minuten, nur kurz raus. Und jetzt musste man hier einfach nochmal halten, weil es sieht einfach grandios aus. Es ist einfach brutal schön. Und das Wetter ist heute so toll. Ja, es ist wirklich warm. Also unser Thermometer sagt 15 Grad, aber es fühlt sich viel wärmer an. Obwohl es eigentlich viel kälter aussieht, weil überall Schnee rumliegt. Neue Freunde gefunden. Ja, die besteigen sich gerade. Ja, die wissen, was gut ist. Hallo? Ihr denkt, ihr kriegt was, gell? Ihr denkt, ihr bekommt was. Ein bisschen Angst. Ein bisschen grimmig. Oh! Hallo. Er ist böse. Er will ein paar Chips haben, glaube ich. Aber ja, ist ein Weibchen. Ich weiß nicht, wer sich gerade mehr erschreckt hat. Das Schaf oder ich. Okay. Was? Wo sind wir denn hier? Sind wir schon auf der Fähre. Wir hätten gar nicht gedacht, dass es so schnell geht, weil es waren doch echt viele Leute, aber hier passen echt ein paar Autos drauf. Krass, gell? Mhm. Also, ja, es scheint ausgeklügeltes System jetzt zu sein in Norwegen mit den Fähren. Ja. Auch keine Ahnung, wie wir bezahlen. Anscheinend mit Karte. Ja, okay. Erste Fährfahrt. Erste Fährfahrt. Sind schon wieder da. Sind schon wieder da. Das hat Spaß gemacht, oder? Ging schnell, hat Spaß gemacht. Und ist, glaube ich, so das richtige Norwegen-Feeling. Das gehört einmal dazu. Dichter wäre es aber auch echt nicht gegangen. Nee. Mehr geht da nicht. Mehr geht nicht. Aber die wissen, was sie tun. Alrighty.
Oh mein Gott. Gut, der macht das jeden Tag, das ist eine Geiganger-Tour. Ich fahre jetzt mal kurz auf der linken Spur, damit er hier durchkommt. Gott. Geil. Alter Schwede. Richtig gut. So entspannt bleibt man dann auch nur, wenn man sowas schon einmal öfter mit dem Van gemacht hat, oder? Also uns kam jetzt gerade ein riesiger Reisebus entgegen und er ist hier nicht durchgekommen durch das Nadelöhr und ich musste auf die linke Seite rüberfahren. Mit dem Rückwärtsgang hier und hier sind es halt, es geht 10 Grad, 10% runter. Ja, ich bin schon froh, dass ich ein paar Stunden mit Pablo hinter mir habe. Ja, du weißt es ja. Ja, es geht schon alles. Er hat mich nur angehupt und gesagt, okay, ey Junge, du musst da rüber, weil er weiß besser, wie man hier fährt. Die schwitzen hier natürlich auch, die Reisebusfahrer. Also aber da habe ich auch meinen höchsten Respekt vor, aber er ist routiniert. Ja, der wird so Geiganger-Tour stand Ja, da drauf. Also der wird das täglich mehrfach machen wahrscheinlich. Also auch für die Leute, die zum ersten Mal mit dem Camper, also hier sind auch viele, die einen Camper ausleihen zum ersten Mal fahren, ist auch ein bisschen kniffliger die Strecke. Also, aber es ist natürlich brutal schön. Also kann schon verstehen, dass hier jeder hin möchte. Wanderausstattung ist rausgeholt. Wir mussten uns jetzt erstmal orientieren. Gibt es natürlich etliche Wanderwege an um den Fjord herum und haben uns jetzt für so eine mittelschwere erstmal entschieden und gucken mal, Wie weit wie weit wir da kommen und vielleicht machen wir dann noch was anderes, weil die geht jetzt erstmal nur eine Stunde oder anderthalb. Aber One Way. This past time won't help me getting over it. Heute gibt es Himbeeren. Know what I'm bringing in closer. Yeah, I'm looking ahead, looking out for someone like you. Der Geiganger und der Nerøy-Fjord sind die einzigen Weltkulturerben in Norwegen auf Naturbasis. Die anderen sind alle kulturell und das sind die einzigen Welterben. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Okay. World Heritage. What was broken? Ooh, but it's a lonely calling. Yeah, it's a lonely calling. Wir haben uns zumindest jetzt aktuell bisher gegen eine Schifffahrt oder Bootstour entschieden und stattdessen für die Wanderung. Und ich finde, dieser Ausblick ist schon echt richtig, richtig traumhaft schön. Also es ist wirklich wunderschön. 'Cause my time is running out in the sand. Ooh, I'm just a human in motion. Yeah, I'm looking ahead, looking out for someone like you. Maybe someday when I've grown older, I can see it all clear from above. Looking back on it all, maybe I can see what was broken. Und wie ist der Blaubeerkuchen? Ist richtig gut. Ist lecker geworden, ja? Ist gut geworden. Echt lecker. Und ich meine, mit dieser Aussicht, Was ist besser, der Blaubeerkuchen oder die Ausblick? Der Ausblick? Kombination natürlich. Aber ich glaube, hier mit diesem Ausblick würde alles gut schmecken. Ich bin auch echt schon ganz schön platt. Ich bin da Brot wie eine Tomate. Aber es ist eine sehr schöne Wanderung, macht echt Spaß. Echt schön.
So, wir sind fertig für heute. Der Geiranger war richtig, richtig schön. Und der Walk, also dieser kleinere Wandertour war auch mega. Hat uns richtig viel Spaß gemacht. Wir sind richtig fertig. Bei uns gibt es jetzt nur noch Pasta. Es fängt hier gleich an mit Regnen. Wir stehen jetzt ein bisschen außerhalb und werden hier jetzt auch hier einfach nur noch nichts mehr machen. Melden uns morgen. Wir melden uns morgen. Das war jetzt echt ein schöner Spot hier zum Frühstücken heute Morgen. Aber warum zur Hölle baut man die Bank so rum, dass man nicht auf den See guckt, sondern auf unser Auto? Also unser Auto ist ja schön, uns gefällt er ja auch. Aber wir hätten eher die Richtung irgendwie bevorzugt. Aber trotzdem schön, dass es überhaupt so Plätze gibt. Die reine Konstruktion kann man schon ein bisschen in Frage stellen. Gut, die Häuser und der Berg sind natürlich auch eine schöne Sicht. Aber ja, Fabi hat schon recht, die Aussicht wäre nochmal einen Ticken schöner gewesen. Aber die Rastplätze sind wirklich hier auch wieder richtig gut ausgestattet. Ja, wir haben schon vermutet, dass die Norweger einfach so viele Seen haben, dass sie das gar nicht mal als irgendwas Besonderes ansehen, dass man so einen Seeblick haben könnte, sondern gucken sich lieber hier die Straße und ein bisschen Berg an. Aber wie gesagt, war trotzdem schön hier. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter. Wir sind nicht so weit weg vom Geiranger, so ungefähr, ich würde mal schätzen, eine Dreiviertelstunde oder sowas. Wir werden einfach ein bisschen weiterfahren und ein bisschen wieder langsamer machen. Glaube ich, das tut auch ganz gut. Take a train ride just to see you. Ride for hours. Schon wieder fleißig am Pflücken. Ja. Ja, der klingt mal so lecker. Sind auch aber extrem viele. Ja. Wir sind jetzt hier am Rheinheimen Nationalpark. Der ist ungefähr, ich würde mal schätzen, eine Stunde vom Geiranger Fjord entfernt. Das ist einfach nur spektakulär wieder. Im Hintergrund seht ihr schneebedeckte Berge. Und wir stehen jetzt hier auf so einem nochmal ein bisschen erhöhten Level gegenüber dem sowieso schon Hochplateau hier, würde ich mal sagen. Und pflücken erstmal ein paar Blaubeeren, weil uns hat der Blaubeerkuchen richtig gut geschmeckt. Das schreit nach einer zweiten Runde. Vielleicht machen wir auch noch einen Fritz Meinecke Gedenknis-Smoothie aus den Blaubeeren. Es ist auf jeden Fall schon wieder richtig heftig. Und wir haben schon mal gelugt. Hier ist noch ein richtig heftiger Wasserfall. Mal gucken, wie nah wir an den rankommen. Alter, du bist so fleißig. Ist schon voll? Ja, fast. Krass. Ja, ist schon spektakuläre Landschaft auch. Aber es fängt gleich an mit Regnen. Also. Oh ja. Also die Regenfront, ich weiß nicht, ob man es hinten erkennen kann auf der Kamera. Das sind jetzt noch, ich würde mal schätzen, wir haben noch so 4 Minuten. 4 Minuten und Gewitter kommt auch auf uns so. Die anderen Wandersleute laufen auch langsam nach Hause zu den Autos. Aber hochlaufen würde ich jetzt nicht mehr. Nee, das sieht ja genau. Das schafft man nicht mehr, weil das kommt jetzt genau zu uns rüber. Guck mal hier. Krass, richtig viel. Und hier sind so viele. Also wenn man jetzt hier Muße hat, dann könnte man hier wahrscheinlich 1 Kilo Blaubeeren sammeln. Es ist alles voll. Was ist das denn? Das ist der Blaubeertanz.
Okay. Die heilige Blaubeere. Das ist nicht fein, dann ist weg. So. Rein in die gute Stube. $309 Gramm. Das ist eine Menge. Ja, ist richtig cool. Das wird in Deutschland bestimmt so um die 10 Euro kosten. Ja. Müssen wir noch mal ein bisschen aussortieren. Sind jetzt natürlich noch ein paar Blätter dabei und bestimmt auch ein, zwei, die noch nicht richtig reif sind. Aber richtig, richtig cool. So frisch, die riechen so frisch, wenn ihr das riechen könntet. Es riecht einfach nur so nach Heidelbeere. Es ist so, so schön. Also, und wir sind an jeder Ecke von der Natur Norwegens einfach nur geflasht. Ich weiß, wir haben am Anfang dieser Folge ein bisschen gemeckert über das Wetter und die langen Strecken. Und mein Fazit ist auch tatsächlich, wenn man nebenbei arbeitet, ist Norwegen sehr anstrengend. Ich glaube, wir könnten es nochmal mehr oder anders genießen, wenn wir jetzt frei hätten. Aber die Natur ist atemberaubend schön und du kannst überall anhalten und Aufnahmen machen, Drohne fliegen lassen, Heidelbeeren sammeln, hast reißende Flüsse, Wasserfälle, Berge. Also es ist unglaublich schön. Ich wollte Norwegen eigentlich nicht mögen, genau aus den Gründen, die Anne gesagt hat, hatte ich eigentlich gesagt, ja ey, Norwegen, das ist schon echt stressig, wenn du nur eigentlich 2-3 Tage der Woche fahren kannst und die Plätze einfach nicht so, ja, gechillt sind wie die in Schweden, wo einfach viel Platz ist. Das hast du in Norwegen halt einfach nicht. Deswegen ist Norwegen wirklich anstrengend, aber gleichzeitig macht die Natur einfach so wett. Also das ist, weiß ich nicht, schon krass. Ich hätte es nicht so krass gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass uns Norwegen so flashen wird. Ich habe echt befürchtet, dass uns Norwegen nicht gefällt, muss ich sagen. Es ist halt ganz anders. Das ist das Coole. Ja, das stimmt. So. Gut. Wir fahren aber trotzdem weiter, weil wir wollen ein bisschen von der Straße weg. Wir stehen jetzt hier nochmal an einem neuen Platz. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mehr filmen, aber wir haben jetzt nochmal gesammelt und wollten jetzt das Ergebnis zeigen. Wir fahren jetzt nochmal weiter und gucken mal, ob wir einen echt ruhigen Platz irgendwie am Fluss oder sowas finden. Das war wirklich eine grandiose Woche hier in Norwegen. Die hat uns unglaublich toll gefallen. Wir haben so viele Sachen erlebt. Und ich hoffe, wir konnten das transportieren. Wir haben sehr, sehr viel Videomaterial diese Woche gesammelt. Und die Bearbeitung war echt aufwendig. Also würde es uns beiden freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lasst. Das hilft uns einfach noch ein bisschen mehr Reichweite aufzubauen für Videos, die uns wirklich am Herzen liegen und die in der Bearbeitung wirklich viel Zeit brauchen. Deswegen würde es uns freuen, wenn ihr auch wieder in der nächsten Woche dabei seid und uns zuschaut, wie wir durch Skandinavien reisen. Ich glaube, es gibt noch einige Geschichten hier zu erzählen und es ist noch weit davon entfernt, hier alles erkundet zu haben. Ich bin echt gespannt, wo es uns nächste Woche hin verschlägt. In dem Sinne, macht's gut alle zusammen. Wir wünschen euch eine ganz tolle Woche und ein schönes Wochenende.